So, hallo, Entschuldigung. Vergessen, Mic einzuschalten, wie immer heute. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Achso, ja. Weiter. So. Geht's gleich wieder los. Genau, wir waren ja im Hospital. Ja, und selbst hoffe ich doch, es war gut. Ja, naja. Der wichtige Termin war jetzt nicht so berauschend, aber gut. Kann man nichts machen. So, was müssen wir jetzt tun? Ah ja. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up! Ja, wohin? Sieh an der Tür nach, okay. It's locked, all right. Hä? Come. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Hallo, You've been away Reflex. too long, Doctor. With the war and now this Mir geht's epidemic, super, das supplies freut have been mich. running Ja, scarce alles for okay months soweit bei now. mir. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Hinter der The abandoned Schmollgasse. morgue behind the Okay. hospital. A small door at the end of a narrow Reichenhollig street. hinter On my way then. Krankenhaus. Okay, Thank you, schmolle nurse. Gasse. Ja, und ich bin so dumm und finde es wahrscheinlich nicht. Lul. Und da ist eine Kiste. It's locked, all right. It's locked alright. Das habe ich ja wieder vermisst. Locked alright. Sorry, der musste jetzt mal wieder sein. Da musste sein. Hallo Markus. Grüß dich. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt gucken wir mal, ob da irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Yeah. Tja, hinterm Hospital. Jetzt passen wir auf hier. Müssen. Gucken wir mal hier. Guck mal jetzt einfach mal. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ich will aber nicht nachgucken. Es hört sich nicht gut an. Nein.
Das tun wir nicht. Oder tun wir doch? Scheiße, okay. Wir tun's doch. Was? Geblendeter Skull. Scroll. Jetzt hab ich besoffen. Scroll. Momentchen. Au, du kleiner Bastard, du. Geht ja schon mal gut los. Cheers, meine Mädels und Jungs. Cheers. Schlechter Vampyr ist doch die geistige Nachfolger von Vampyr.Was. Ja, bestimmt. Alles gut, Sascha. Alles gut. Mach da keinen Stress. Ich denke mal, die Leute werden schon lesen, dass ich stream. Vielleicht kommt der ein oder andere noch dazu. Würde mich mega, mega freuen, natürlich. Der erste Tod ist schon da und willkommen um 4 Zuschauer. Hallöchen. Wieso waren jetzt die bitte so stark? Hallo? Was geht ab? Wieso waren die so stark? Die waren ja nur zu zweit. It's not so good. Die Massage. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ach so, das ist da oben schon drin, okay. Dann probieren wir es doch nochmal zu töten, oder soll ich gleich in die Leichenhalle? Was meint ihr? Gleich in die Leichenhalle oder nochmal die Biester angreifen? Muss saufen? Danke, Jörg. Okay, es geht auf eure Kappe, wenn ich sterbe. Okay, den einen Typen haben wir schon mal. Also meint ihr, sollen wir die beiden angreifen? Okay. Ja, wie sterben können wir ja nicht, ne? Sind wir eigentlich richtig? Oh, da steht noch einer. Nehmen wir den mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit.
Wie war das? Cheers. Geht da gut los, ne? Trinke danach, ich muss noch ein Bett abbauen und danach einen anderen auf. Ja, immer mit der Ruhe. Ja, das habe ich auch gemerkt mit der Ausdauer. Ich muss mich dann ein bisschen reinfinden in das Game. Ich muss mich dann ein bisschen reinfinden. Habt Geduld mit mir, bitte. It's locked. It's locked. Ach, Ausdauer ist das Orangene oben, oder? Okay. Jetzt muss ich mal noch mal kurz gucken. Ah, okay. Ja, gut, dass sich wenigstens einer mit dem Spiel auskennt. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Geduld und Spucke klappt das schon. Ja, dann lass die Zigarette schmecken. Bis gleich, Sascha. Jetzt müssen wir Sachen finden, ne? Oh nee, da sind welche im Keller. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel und habe den Stream auf dem Handy laufen. Alles klar. Ich glaube, da werden ein paar Fights auf uns zukommen.
Scheiß mir jetzt schon die Büchse. Ich glaube, da geht's wieder raus. Boah, Junge, ich scheiß mir echt zu ins Hemd. Geh mal Sport auf. Boshaft an und na toll, wenn wir verrecken. Jo, der ging nicht so wie gedacht, der Termin. Naja, was soll's. Eher frustrierend. Aber kann man nichts machen. Ich kann da gar nicht weg. Lauf, Junge. Weg. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Influenza. Da liegt doch ein Medikit, nimm's doch, Junge. Hallo, Ole. Hallöchen. Ja, Sascha, wir lassen uns aber nicht entmutigen. Alles gut. Klappt halt das nächste Mal. Kann ich da rein? Kann ich jetzt eigentlich mal... Ja. Okay. Okay, da kommt's nicht. It's locked. Ist auch verschlossen. Dann gehen wir mal. Ich glaube, da wollen wir. Nein, da wollen wir noch nicht. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. Okay, dann brauchen wir nur zwei But Sachen. Wie they das do ausschaut. contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Boah, die Geräuschkulisse in dem Game. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Horror hasse, eigentlich? Bin so eine Schissbüchse. Ah, nicht schon wieder. So 5 und ich bin so 6 und ich bin nur 5. Wo ist denn der? Oh, da ist er.
Nicht mit mir, Junge. Da können wir nicht rein. Da können wir auch nicht rein. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich scheiß mir so in die Büchs. Oh nee, ich glaube, jetzt müssen wir in den Keller. Wo ist denn das andere? 41. This key will surely grant me access to the Schlüssel basement. zum Keller. Nee, nicht in den Keller, Junge. Ich will nicht in den Keller. Da werde ich bestimmt sterben. Wieso zückt ihr jetzt seine Waffe? Ah, mein Gott! Oh Gott! Oh, aber Junge. Wo kommst du her, Junge? Du dumme Sau. Ah, ich wisch es aber. Ja. Das bin ich. Da, wo ist denn jetzt der herkommen? Jesus. Da war was. Mama. Mama mia. Oh, er speichert, Gott sei Dank. Naja. Ob das gut ist, ist fraglich. Ach, nötiger. Einmal, zweimal, dreimal. Okay. Jetzt sehe ich 3 Stück. Hoffentlich bleibt es bei 3. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Der Blatt. Schocken. Beißen. Kleines Arschloch. Okay, Nummer 1 ist erledigt. Fehlen nur noch 2. Ist drin? Hm. Jetzt gucken wir mal. Da ist einer, dahinter, okay. Wird schon schief gehen. Na komm raus, Junge. Na komm. Okay. Ist da bloß nur einer? Weil 2 Stück von der Sorten wäre wegen Pü. Wo ist denn der? Wo ist denn der Pisser? Ich
Geh gleich auf den Chat ein, Moment. Tja. Na, nimm. So. Klappt ja schon mal ganz gut. Klappt ja schon mal ganz gut. So. Suchen wir noch so ein Teil. Dann könnte man eigentlich raus. Da ist einer. Was Blut aufnehmen. Du hast eine neue Art von Nebenwaffe erhalten. Rüste sie aus und drücke Viereck, um Blut zu absorbieren. Yeah. Gucken wir mal nach, oder? Wo soll die sein? Ah, da. Mr. Connor's injuries don't match the report. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Die. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Aha. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. Kollabiert. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Ich komme sofort wieder. Ich muss nur kurz ans Handy. So, sorry. War wichtig. Hallo Erwin, grüß dich. Altes Haus, wie geht's dir? Gut. It's locked, all right. So, ist verschlossen.
Wieso wollt ihr da rein? Was gibt's da? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Gucken wir mal noch. Da irgendwie ist. Gut, bin gerade aufgestanden. Hab Nachtschicht diese Woche. Oh je, Nachtschicht. Ja. Uns geht's soweit. Oh mein Gott, uns geht's soweit gut. Was ist jetzt noch? Oh mein Gott, ich verrecke immer nicht. Oh mein Gott. Scheiße, ich verreck. Au, au.
Oh, willkommen zurück. Hallo, welcome back. Ich habe hier gerade einen blöden Kampf vor mir. Ist nicht gut. Steh auf, Junge. Ja, sie scheiße, ich bin echt Blut. Das ist Kacke hier. Ah, fuck. Boah, das war nicht einfach hier der Bosskampf. Wenn jemand Tipps hat, immer wieder her damit. Ja, leider. Tut mich ein bisschen schwer. Aber wenn jemand Tipps hat, gerne. Cheers! Ja, es ist nicht so einfach, weil es sind ja zwei, die mich angreifen, oder drei, ne? Weil irgendwie ist, ja, aber der schwarze Doppelgänger, der kann mich ja auch, kann mir ja auch Schaden zufügen. Der schwarze Schatten, oder? Weil das ist ja der eine Typ selber, der Glatzkopf, und dann ist er noch so der Schatten, oder? Tut mir leid, wenn ich mich so doof anstelle. Aber ich gebe mein Bestes.
Hallo, let's play. Was? Laut Wiki sollst du ihn auf Abstand halten durch Fernkopf. Ja, ja, aber mir geht's um den Doppelgänger. Komm, der fügt mir ja auch Schaden zu. Auf den Typen muss ich aufpassen, ne? Ja, Fernkampf, wie soll ich das machen? Soll ich immer die Waffe benutzen, oder wie? Also die hier, ich habe nur einen Revolver als Fernkampfwaffe. Er redet euch alle so einfach. Ich gebe ja mein Bestes. It's locked. Ich weiß, dass mir manchmal ein bisschen blöd oder dumm anstellt, das weiß ich schon. Es tut mir auch leid. Machete oder Säge? Ja, ja, die Säge habe ich drin. Abgenutzte Säge. Die habe ich eh drin. Die habe ich. Und als Nebenwaffe das Amputationsmesser, weil dann kriege ich ja wieder ein bisschen Blut zum Heilen, wenn ich nicht beißen kann. Und zweite Hand habe ich den Revolver, aber da habe ich nur 6 Schuss. Wird schon funktionieren. Wenn nicht, dann sterbe ich halt 10, 20 Mal. Hallo? Will da rein? Ja, ich bin halt ein bisschen ein kleiner Duselwusel, was das anbelangt. Okay, nochmal. Ich sag ja, mehr wie sterben können wir nicht. Entspannt? Da bin ich nicht entspannt. Bin sehr angespannt, Junge. Jetzt gucken wir mal, ob wir alles ausgerüstet haben. Das. Und das, ne? Okay. Dann geht schon wieder gut los hier. Ah, wieder der falsche erwischt. Wo ist denn der? Schnell! Oh, dann laut doch nach, Junge! Scheiße! Ja! So, ich bin so dumm in dem Game.
Da habe ich keine Muni mehr. Wohin der? Sorry, wenn ich gerade nicht auf den Chat eingehen kann, aber sofort. Wo ist er? Ach nee, ich will nicht sterben. Ach Leute, jetzt klappt so gut. Oh Mann. Zum Glück kann ich doch keine anstellen wie ich. Ja, ganz knapp ist aber nicht ganz. Ja gut, ich habe mich ein paar Mal verschossen. Ne, sind da einige Kugeln weg. So dumm kann doch keiner sein, echt. Hallo Amdas, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, mir geht's soweit gut, ich hoffe dir auch. Geduld, zuerst ist es an der Zeit für... Ja, Geduld ist nicht so meine Stärke, ne? Ich möchte da nicht so als Dummchen hier irgendwie mich präsentieren. Müsste man doch irgendwann schaffen. Ja, du hast dir mit jedem Treffer die Hälfte deiner Ausdauer weggenommen, beim zweiten konntest du dann... Ja, das stimmt schon. Naja. Alle guten Dinge sind 10. Markus, du sprichst nicht so einfach. Ich bin froh, dass ich überhaupt das hinkriege. Okay, dann. Dann rüsten wir wieder. Nein, der hat keine Muni mehr, Leute. Jetzt kann... Oh nee, jetzt kann ich den Revolver nicht benutzen. Toll. Ach, ist doch kacke, Junge.
Oder meins, bringt das was, wenn ich jetzt einmal schnell die Leichenhalle verlasse, in meinen Unterschlupf, also ins Büro gehe und mich upgrade? Weil jetzt kann ich ja nur in meinen Unterschlupf. Genau, ich habe keine Muni mehr und jetzt? Jetzt stehen wir da, ne? Dann kannst du auch ein Time to say goodbye. Ja. Jetzt geht mein YouTube hier aus. Was soll das? Hallo, ich will den Chat lesen. Hallo? Ah, jetzt. Upgrade ist selten schlecht. Ja. Meinst du, sollte ich meinen Unterschlupf zurückgehen und mich mal kurz pushen hier, oder wie? Ah ja, bringt nichts. Wir haben bloß 350 EP. Da komme ich nicht weit. Also sterben wir halt nochmal und nochmal und nochmal. Bis ich das fucking Spiel deinstalliere vor lauter Frust. Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Aber ich bin frustriert. Jetzt gucke, bevor ich jetzt da reingehe, gucke ich mal da hinten. Vielleicht ist irgendwo Muni. So. Das weiß ich nicht, Sascha. Ich bin komplett überfordert. Moment, da bin ich doch hergekommen. Ja, toll. Nee, da war ich ja schon. Scheiße, ich kann ja bloß da rein. Gute Frage, kann man im Versteck Muni auffüllen? Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Bitte seid mir nicht böse, wenn es nicht so klappt wie bei den anderen. Ich finde das manchmal echt mit der Steuerung auch ziemlich schwierig. Jetzt gehen wir mal fix ins Büro.
Ja, Markus, aber du weißt ja, wie die Leute sind. Dann macht es keinen Spaß mehr. Und dann gehen sie. Und sind genervt. Okay, da kann ich bloß Proben analysieren. R2. Okay, da fehlt mir noch was zum Upgraden. Okay. Das ist praktisch nur die Waffenbank. Ja, toll. Schrotpatronen. Oh, ich habe keine Schrotflinte. Schrotflinte wäre bestimmt nice. Können wir nicht. 500 bis 350. 600. Das können wir. 15% mehr Durchhaltevermögen ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ist doch blöd. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, ich habe keine Munition mehr. Nope. Wo kriege ich Muni her? Wo kriege ich Muni her? Jetzt gucke ich mal da, ob da irgendwie Kisten sind oder so. Ja, ist ja gut. Jetzt warte mal, unten war doch der Krankenwagenfahrer. Den hat man doch handeln können. Vielleicht hat der Munition. Hehe. Ist mir jetzt gerade so Good eingefallen. evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, weitermachen tue ich sowieso. I'd like to see your goods. Aber ich will euch halt auch ein bisschen was bieten. Weil weißt du, wie ich mein? Ich will ja nicht, dass euch irgendwie langweilig wird oder keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Patronen! Oh, da hat man die Schrotflinte. Oh, ich habe kein Geld. Zigaretten nicht viel braucht man nicht. Brauchen ein bisschen Kohle hier. So, jetzt hätten wir schon mal Muni, Leute. I know I can count on you. I wish I could say the same. Another night of the glorious battalion. Exhausted. You're pushing yourself too hard. You
Das Einzige, was ich vielleicht habe, dass wir vielleicht die Stadt ein bisschen erkunden, um erstens Kohle zu sammeln. Weil ich glaube, die Schrotflinte wäre auch sehr effektiv. Und uns noch ein bisschen stärker zu machen. Von der Stufe her. Weil bevor wir ins Leichenhaus gehen. Die Idee dich jetzt, dass wir ein bisschen hier die Gegend ausräuchern. Was meint ihr? Man kann ja mal gucken, oder was? Hallo? Ja. Tschüss, kann man die Kisten kaputt machen, wenn nie was drin ist. Vielleicht ein bisschen hier durch die Straßen. Vielleicht haben wir irgendwo was zum Aufsammeln. Hätte ich jetzt gedacht. It's locked, all right. Wie verrecken können wir nicht. Aus Ende. Ja, vielleicht lassen die auch Munition fallen. Wir haben Erfahrungspunkte. Jawohl, mache ich. Danke für eure Worte. Voll süß. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal hier ausräuchern ein bisschen. Ein bisschen töten. Gucken, ob was rumliegt. Und ich denke mal ein bisschen aufleveln hat noch keinen geschaut. Ich höre doch irgendwo was. Hä? Ja, Won, bist du noch nicht so weit? Oder wie? Nicht, dass du dich jetzt spoilerst. Oh, dieser Neuner. Nö, du, Digga, ich muss los. Danke, tschüss. Ja, 12er. Ich muss los. Bye, bye. Scheiße, die ist wieder so stark. Ach so, okay. Markus, das gibt's umsonst, wenn du PS Plus Mitglied bist. Nein, ob wir den schaffen? Achso, du brauchst PC. Achso, sorry. Stimmt ja.
on your way home. Are you deaf? Ich habe nicht dran gedacht. Ich gehe mal davon aus, ne? So, jetzt so. Mann, wieso lassen die kein Muni fallen? Hört doch auf, Junge. Quarantäne. I can't believe I'm doing this. Ih, der hat eine Ratte gefressen. Aber so können wir unser Blut auch auffüllen, ne? Ist jetzt einerseits nicht so schlecht, würde ich sagen. I can't believe I'm doing this. Ja und, Hauptsache wir sind wieder stark. Der Rest ist egal. Ja, habe ich gesehen, dass sie 2 sind. Ich habe mir gedacht, die sind schlimmer. Wenn du 10 Ratten hast, so okay. Ja, viel. I. Na, lecker schmecker. Dass ja in den blöden Dinger nichts drin ist. Ah, ich bin wieder beim Krankenhaus, okay. Oh, kocht aber den Kachelofen. Zwölfer. The safer places to be than here. Last warning. Bin schon weg, die. Spimmer weg, die, ne? Hm. Oh, da unten ist einer. Schon, dass man die nicht anspringen kann. Psst.
Du dumme Sau. Du lutscht hier keinen mehr aus. Das ist mein Revier. Boah. Oh, Finger auf Eis. Ihihihi. Oh, ein bisschen Geld. Jawohl, großes Messer. Nice. This is an impressive knife. There's a name engraved on the metal. Clay. What kind of Gleich mal gucken, was das für Stärke hat. Na toll, kann ich das nicht benutzen, oder was? Nee, kann ich nicht benutzen. Wieso? man puts his name on a knife? Ich will das aber benutzen. Hallo? Ach, Menno. Ist doch kacke, Junge. Was? Level 11 besiegt nur 5 EP. Ja, ich bin selbst schockiert. Aber ganz ehrlich, für was finde ich jetzt so ein tolles Messer? Ein großes Messer, wenn ich es nicht benutzen kann. Was will ich da mit dem Scheiß? Wo ist denn das Messer? Großes Messer. Ansehen. Totenschein. Ist doch blöd. Da werde ich ja leicht frustrated, Junge. I cannot enter. Wer knurrt hier? Na du. Ein Fünfer. Ich glaub, der Kopfweh. Mach schön Haier. Da kann ich nirgends rein. It's locked. Da darf ich auch nicht rein. Darf ich überhaupt irgendwas? Hallo? Oh, das sind 2, 3. Na toll. Einzeln könnte es was werden, aber die sind hier irgendwie... Did you hear me? Alles gut. Watch yourselves!
Alles gut. Tschüss. Weg. Machen wir's so platt, einen nach dem anderen. Was soll's? Tschüss. Fitti. Nie wieder. Fitti. Okay, eine ist schon mal tot. Tschüss. Tschüss. Geh weg von mir. Du stinkst. Warte, was? Warte mal, vielleicht gibt es jemand, der Clay heißt, den du das Messer wiederbringen kann. Oder so. Ja, das gehört zu einer Quest, die dir eine starke Axt bringt. Axt. Okay. Eine Axt wäre schon geil, ne? Ich glaube, ich brauche dann wieder Ratten oder so. Wichser. Dickerchen, ciao. Alter! Das hat wehgetan. So, jetzt habe ich kein Blut mehr. Wo waren jetzt die blöden Ratten? Oh, da ist eine Kiste. Eine Kiste. Achso. Alles klar, Markus. Mach das. Hoppala. So, jetzt gehen wir auf Stumm. Krieg die scheiß Typen schon noch gekillt. Wenn ich 5-mal hinrennen muss. Andererseits wäre es mit den Ratten echt nice. Aber dann kann man wenigstens ein Blütchen auffüllen. Müssen wir kurz warten. Boah, das muss so stinken, so viel Blut und alle. Blah. Ich glaube, jetzt habe ich die Ratten gekillt. Muss man, glaube ich, warten, bis die wieder spawnen, wahrscheinlich.
Mhm. Okay. Dann muss ich zum Hospital zurück. Clay Cox. Da. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Ah, das war das am Anfang. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Aha. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back Hallo of my Milo. hand, Doc. Grüß I dich. know its streets, who to pay, Herzlich who to willkommen bei avoid, mir. who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life Na, wie geht's honestly, dir? which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand. Dankeschön für dein Like. I know Lieb its von dir. streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you Am besten eine gute Mischung zwischen gut und böse. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole
thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Ja. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory Die ist ja nicht gerade profession dankbar, this ne? time, I'm sure. Geht sofort weiter, Moment. Moment, gleich. I'll leave you for now, Mr. Cox. Hey, Doc. So many times. Oswald, you can't just die like this. Ja, aber... Hey, Doc. Okay, für was ist jetzt die Eigenschaft, bitte gut? Kann ich hier irgendwie manipulieren oder so? Achso, folgen Sie der Spur. Genau, da war ja was. Killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted.
Sorry Leute, aber ich brauche das Beil. Das war leider Nebenquest. Ich töte wirklich ungern. Oh Mann, es tut mir so leid. Ja, aber wenn ich den nicht sterben lasse, dann kriege ich ja den seine Axt nicht. Es ist ja, es war jetzt ein bisschen verzwickt, ne? Weil jetzt habe ich nämlich seine 72 Schaden. Mir tut's auch voll leid, also, aber ja. Es tut mir wirklich leid. Ich habe alle Infos aus ihm rausbekommen und ja. Nein, ich habe ihm das Messer schon gegeben und er hat mir leider nur Kohle gegeben. Das Messer hat er schon lange gehabt. Ich bin alle Optionen durchgegangen mit Reden und er hat es mir nicht gegeben. Tja, was soll ich tun? Er hat mir nur Schillinge gegeben. Also als allererst, ich habe mit ihm gesprochen, habe ihm sein Messer gegeben, dann hat er mir 11 Schillinge oder so gegeben. Mehr nicht. ...660 EP, na da lasst sie doch was machen. Genau, dann hat er den Tod verdient. So sieht's aus. So, wir haben jetzt 660 EP. Was machen wir? Machen wir Aggressivität, Taktik, Blut. Munitionstasche, Medizintasche. Großen Durst, Blutkapazität. Erhöht deine Blutqualität oder erhöht mehr rauszuzeln. Schnelle Regeneration. Was meint ihr? Ja, solltet ihr gleich töten, haltet ihr. Genau, das Beil habe ich jetzt gekriegt. So, ihr dürft jetzt aussuchen, was wir upgraden. Ihr dürft wählen. Okay, der erste sagt Blutkapazität. Wir haben entweder großen, also wir hätten zur Auswahl Blutbarriere. Oder? Haben wir das zur Auswahl? Moment. Genau. Dann hätten wir Taktik. Gegner anspringen, Schattenschleier, aggressiv Blutspeer, Schattennebel. Schnelle Regeneration, Medizintasche, Munition. Medizintasche? What? Kannst 3 Serums, also Blutqualität oder mehr Blut absaugen. Blutkapazität, Blutattacke, also Blutattacken bräuchtest du für John Doe. Blutkapazität. Wo war das wieder? Ja.
Blutattacke. Also, wir hätten da, was ist jetzt das da? Blutbarriere. Du wirfst einen Speer aus Blut, hätten wir? Ah, nein, ist 1000. Nee. Also wir hätten Blutkapazität. Wir hätten großen Durst. Wir haben einen festen Biss. Schnelle Regeneration. Blut absaugen, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht. Großen Durst meinst du, Markus? Großer Durst, okay. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, weil dann, ne? Okay, wir haben immer nur 360, wir könnten noch eins machen. Machen wir nur Gesundheit, dass wir mehr Schaden, dass wir mehr aushalten. Zustand des Körpers plus 100 Gesundheit. Ich finde jetzt eigentlich auch ganz wichtig, ne? Ja, okay. Weil es ist natürlich besser, ne? Wenn wir mehr aushalten. Und bestätigen. Weil das war immer schon sehr wenig, was er gezuzelt hat. Also können wir mehr Blut absaugen. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Okay. Okay, der ist tot. Erschöpfung. Also das Bürgermenü kapiere ich noch nicht so ganz, aber gut. So, jetzt haben wir mehr Gesundheit. Jawohl, schaut doch eigentlich schon besser aus, oder nicht? Und dann werden wir mehr aushalten. Das war doch jetzt eigentlich mal nicht so verkehrt, dass wir uns ein bisschen upgraden. So. Ist da noch irgendwas? Gehen wir mal weiter rauf, was da so ist. Vielleicht sind da ein paar Kisten. Okay, da können wir nicht rauf. Dann würde ich sagen, räumen wir draußen noch ein bisschen auf, um uns noch ein bisschen zu pushen. Dann gehen wir nochmal in die Leichenhalle. Würde ich sagen.
Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Okay, also müssen wir wohin? Neue Untersuchung. Wieder Nacht im Garten, okay. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Da haben wir alles gefragt. Da. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Gucken wir mal, ob irgendwas hab für uns. Aber leider nur 2 Patronen. Shit. Blöd, ne? Ah, weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir haben jetzt nicht geguckt, ob wir irgendwie was upgraden können. Von unserer Werkzeugbank. Gehen wir mal schnell hin. Vielleicht können wir irgendwas verbessern. Wer weiß, wer weiß. Schade, dass man keine Munition selber herstellen kann. Oder es kommt noch. Na? Nö. Nope. Nope. Schade. No. Okay, nochmal was hier gestellt. Tja. Okay.
Ah ja, da müssen wir jetzt in den komischen Garten da gucken. In den komischen Garten hier. Ich glaube, das war doch da irgendwo, oder? Boah, voll in die Fresse, Junge. Alles klar, Markus. Danke, dass du da warst und danke für die ganzen Tipps. Geh doch weg von mir. Du stinkst. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Bis später und dir kann ich noch ganz viel Glück und Erfolg. Dankeschön. Fotografie in einer Brieftasche. Jawohl, dann haben wir ja die Brieftasche. Cool. Ach, das haben wir wieder da. Okay. Hey, wo bin ich jetzt drin? Ja, da kann man auch gern. Hallo. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over.
Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance Kein driver, is Problem, even more Milo. grumpy than usual. Kein Problem. Especially concerning doctors. Hast nicht viel verpasst. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, dann haben wir wieder neue Infos gekriegt. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Nicht klar? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Cool. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Ja, immer schön Infos sammeln ist ganz wichtig. Ist mir schon aufgefallen. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct,
But in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Der ist ja frech. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Oh, ist ja fies. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Der ist frech. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed. Boah, gute Frage, Sascha. Bei uns gibt's halt Pizza. Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Oder Lasagne, oder so viel Sachen. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Also Dr. Ackroyd, oder wie der heißt, der gefällt mir gar nicht. Der ist rotzfrech, ja. Thank you for your time. We'll talk later. Der gefällt mir nicht, der gute Mann. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks?
the rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. Genau, Pizza geht immer. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Nee, die verpfeift man nicht, die gute. Muss ja nicht sein. Oh, wer bist du? Hallo. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. Thoreau Strickland. Krieg ja einen Knoten. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Ich merke schon, in Spiel muss man echt viel What made you choose quatschen, to be a doctor? um was I'm not rauszukriegen. ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. Fusilli. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Eben, irgendwas Einfaches machen. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain Neuer empty-handed, Hinweis but you verfügbar. won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Aha, neue Untersuchung. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded Oh ja, by das his haben wir obsolete rausgefunden. concept of medical Sehr science. eingebildet. Oh ja. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Goodbye, Dr. Strickland. Ja, dann mach doch einfach eine Pizza, Sascha. Wäre doch einfacher, wenn du dich so kannst. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure. But my young Procedure. obviously disagrees.
And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Thank you for your time. We'll talk later. Okay, haben wir da wieder was rausgekriegt? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. That's cool. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all... Achso, den haben wir schon angehört, scheiße. You should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Okay, dann haben wir schon Goodbye, alles. Dr. Strickland.
Okay, haben wir ja einiges erfahren. Schauen wir mal, wo das komische Geschäft ist. So, bin eine Pferde. Aha. I cannot enter. Sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass. It's locked, all right. I hope that might help. Was macht denn der? Aha. Was machst du da? Ja, du Pisser, bleib stehen. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana. Broker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Yeah, okay. Ah, mit denen kann man auch handeln. Toll, ist cool. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. Poof. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as totes Fleisch, lecker. I learned to face my death Nam, 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 and nam, the death nam. of others. It's the pain we have to take, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Die haben ausgesaugt. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Eisen, Protein, Opium. Nehmen wir mit. It's locked, all right. I cannot enter. Ich will da rein, da liegt was.
Mann. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Da ist nix. Thank you for your time. We'll talk later. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Vielleicht. Da ist... Wo ist denn du? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you'd really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Wo ist denn der andere? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ja, der ist nett. Thank you for your time. We'll talk later. Ah, wo ist denn der andere? Mann, die schauen alle gleich aus. Yes, Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. So. That's all for now, Nurse Crane, thank you. So. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal?
My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Aha. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last gasp of blood within my drying veins. Okay. I need new blood. Ich glaube, die ist schon Bolla, ne? I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Okay. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Wo ist denn der eine Doktor? So many deaths. Pepper? Good evening, Mr. Hampton. How do you Ah, feel? da ist der von damals. Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor.
What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Okay. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Genau. A giant morgue disguised as a hospital. That's pathetic nowadays. Wien der eine Ort 22, 20, 19. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not Ja, okay, mit denen haben wir schon. Mann, die schauen alle gleich aus. Verdammt. Technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but So, to wir werden save jetzt dann my ins Büro patient, raufgehen especially since I know Mr. Fiddick's und story. für heute Schluss machen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Goodbye, Dr. Strickland. Machen wir dann noch anders mal weiter. Beziehungsweise vielleicht werde ich nächstes Mal Fallout weitermachen. Aber das wurde sich ja auch gewünscht. Komm ich da rein? Ja, wir haben Stufe 2 aufgewertet. Trophäe erhalten, Bastelstunde. Geil. Nice. Jawohl, die Pflocke haben wir auch aufgewertet. Jeder ist seine Waffe Schmied. Jawohl. Geht doch. Die Sense ist auch jetzt um einen Ticken aufgewertet. Okay, da brauchen wir wieder so komisches Zeugs. Brauchen wir das. Okay, dann haben wir das schon mal aufgewertet. Ist doch schon mal super. Ist der Revolver besser? Die Pflöcke sind besser? Geil. Jetzt gucken wir mal da noch.
Jetzt schauen wir mal, vielleicht haben wir irgendwas. Ja, machen wir das noch. So, bestätigen und tut abspeichern. Okay, meine Lieben. So, dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Danke für 9 Likes. Bombastisch. Danke für die Abos. Endlich haben wir die 70 geknackt. Ich freue mich mega. Vielen, vielen Dank für die mich unterstützen. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Restmontag. Und wir hören uns. Also, ciao meine Lieben, eure Cali.